Mein Name ist Enrico Di Ventura. Ich komme aus dem wunderschönen Minden an der Weser und ich angel für das Team LMAB. Mein Name ist José Luis Mendes Acosta. Ich komme aus Dortmund und angel für das Team Monkey Lures. Salut, moi c'est Lendry Rosens. Je suis belge, je viens de près de Bruxelles et je viens participer ici pour la marque Fish Explorer. Hi, ich bin Patrick Marable, komme aus Neuss und ich starte für das Team Loose. Mein Name ist Christian Wienicke und ich komme aus Hamburg und trete an für das Team von Savage Gear. Mein Name ist Markus Vonoy, ich fische für meine Marke Bullseye und komme aus der Schweiz. Bei mir hat sich die Zone 3 im Training als Favorit entpuppt, einfach weil ich mich da wohler fühle, ein paar mehr Optionen habe, die schon funktioniert haben. Training war insgesamt mit Hochs und Tiefs, aber meistens hat man einmal am Tag noch irgendwo ein Honeyhole gefunden, wo was ging. Ja. Also heiß war's. Ja. Das Training war sehr durchwachsen. Es war nicht unbedingt immer einfach, Fische zu finden, aber wenn man welche gefunden hat, habe ich das Gefühl gehabt, dass sie schon dann auch beißwillig waren und gut drauf waren. In beiden Zonen habe ich mich eigentlich darauf konzentriert, Spots zu finden, die es bis jetzt so noch nicht vor der Kamera gab. Und das werde ich auch versuchen, so zu reproduzieren. Ich hoffe einfach, dass ich nicht auf die sogenannten Puffspots zurückgreifen muss. Aber ich fühle mich eigentlich in beiden Zonen gleich wohl oder gleich unwohl. Das kann man eigentlich so nicht bestimmend sagen. Ich hoffe einfach, dass das reproduzierbar ist, was ich im Training fangen konnte und das in beiden Zonen und dann wird man sehen. Alors cette année, j'ai pu m'entraîner, l'année passée c'était pas le cas. Et cette année j'ai tiré la zone 1 et la zone 3. Alors j'ai une préférence vraiment pour la zone 3 alors que je ne la connaissais pas. Et je suis plutôt confiant, j'ai des belles zones de pêche, j'ai pris des beaux poissons. Et donc tout va se jouer sur les 2 jours qui vont suivre maintenant. Et on verra ce que ça va donner. Training hatte alles beinhaltet, also von extremen Highs bis absolute Frustration. Also Schneidertag war dabei. Favoritzone habe ich nicht direkt, weil überraschenderweise hat sich dann für mich herausgestellt, dass es in beiden Zonen Optionen sind und letztendlich wird sich zeigen, ob meine Pläne aufgehen. Mein Training war ein bisschen durchwachsen. Ich habe 3,5 Tage trainiert. Ich muss gestehen, das letzte Mal, dass ich vom Ufer unterwegs war, war vor einem Jahr zum YPC. Ich denke trotzdem, dass ich gute Chancen habe, weiterzukommen. Ja, im Training gab es gute Tage, gab es schlechte Tage. Schlecht war Schneidertag, gut Tag war eine ordentliche Stückzahl. Ja, so wie es in der Realität halt auch ist. Ne? Donc pour les poissons, il y a vraiment la perche qui m'a ennuyé. Alors la perche, j'ai eu vraiment du mal à la trouver. Je l'ai attrapée de temps en temps en essayant de pêcher le sandre, mais vraiment compliqué. J'ai pas d'endroit précis pour les attraper. Alors le brochet, c'est pas trop un problème parce que j'ai l'habitude de venir pêcher ici dans les zones hollandaises pour le brochet. Donc là, pas trop de problème pour le brochet. Et pour le sandre, c'est pas trop mon dada. Je suis pas vraiment un pêcheur de sandre, mais j'ai trouvé des belles zones de pêche. Et finalement, ça va être mon poisson clé, quoi. Zander war für mich am leichtesten und Barsch war ein bisschen schwieriger. Im Training sind mir tatsächlich die Hechte am leichtesten gefallen. Zander war von Tag zu Tag abhängig und die Barsche waren für mich am schwierigsten zu finden. Der Barsch macht mir ein bisschen Kopfschmerzen, aber bei Zander und Hecht bin ich mir schon ziemlich sicher. Und ich habe auch im Training einen richtig schönen Hecht gefangen. Ich hoffe, ich kann in der gleichen Größe nochmal beim YPC einen Fisch fangen. Barsch und Zander fiel mir am leichtesten und Hecht grausam. Topwater ist so eine Sache. Ich habe es ausprobiert, aber ich habe es nicht richtig lange ausprobiert. Ich glaube einfach, dass es mit Sicherheit Gewässer gibt, wo das gut funktionieren kann und wo nicht. Aber ich habe an den Spots, wo ich Barsche gefunden habe, eigentlich erst gar nicht damit geangelt, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich sowas wie ein Lucky Shot. Also wenn es dann tatsächlich so kommen sollte, dass ich die Fische mehr oder weniger voll haben sollte, dann würde ich es längerfristig ausprobieren. Ansonsten würde ich jedem Spot immer vielleicht 10 Topwater-Würfe geben. Aber das weiß ich eben noch nicht. Also es kommt tatsächlich irgendwie auf die Form an. Das kann ich jetzt überhaupt noch nicht sagen. Also funktioniert hat es nicht im Training. Ich fische eigentlich sehr gerne und auch recht häufig Topwater, gewässerbedingt. Habe hier aber im Training keinen einzigen Wurf Topwater gemacht. Habe 1, 2 Stellen gesehen, wo ich denke, das könnte klappen. Und wenn es im Turnier so weit kommen soll, dann probiere ich es da.
Alors pour le top water, oui, j'ai réussi à l'entraînement plusieurs fois. On est dans la bonne saison là, pour pêcher en top water, donc moi je suis plutôt confiant de pêcher en top water. Ça m'arrive souvent de pêcher en top water dans cette saison-ci. Pour la perche, pour le brochet, donc oui, je vais clairement pêcher pendant la compétition avec des leurres top water pour faire les 20 points bonus, mais peut-être même pour en attraper d'autres, même si j'ai déjà les points bonus. Topwater lief tatsächlich ziemlich gut. Habe relativ schnell ein Gewässer gefunden, wo die Fische sehr aktiv darauf reagiert haben. Hat aber, wie ich gehört habe, nachgelassen und es bereitet mir schon ziemlich Sorgen. Topwater-Angeln ist eine Angelei, die ich selten betrieben habe. Tatsächlich nur in heißeren Regionen dieser Welt. Ich habe exakt 3 Topwater-Köder mit. Im Training habe ich nichts darauf gefangen. Aber falls ich mich sicher fühle und die anderen Fische safe habe, werde ich auch den Topwater-Punkt angreifen. Topwater habe ich ausprobiert, aber leider nicht so erfolgreich. Ich habe eine Ecke, wo vielleicht was gehen könnte, aber das ist auf alle Fälle nicht wirklich safe. Wer weiterkommt aus meiner Gruppe, ist echt schwer zu beantworten. Also ich glaube, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Enrico natürlich, hat letztes Jahr den Pott geholt. Aber da wird es dann wirklich schwierig. Ich kann die überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß, dass alle gut trainiert haben. Wahrscheinlich haben alle viel mehr trainiert als ich. Aber ja, ich kann es nicht exakt sagen. Puh. Enrico, Christian und Fonso. Wenn ich Geld setzen müsste und mich so nach links umschaue, dann würde ich sagen Patrick auf jeden Fall, Fonso und Luis. Ich kann einige nicht so ganz genau einschätzen. Ich denke, Patrick ist sicher ein heißes Eisen, Enrico sowieso. Christian ist auch alles zuzutrauen. Das wäre jetzt so meine Top-3-Auswahl. Ja, Enrico, der kennt sich auf alle Fälle hier gut aus und ist für mich deswegen weiter. Patrick ist verdammt starker Streetfischer. Ich glaube, das ist genau sein Game hier. Und Fonso, der trainiert auch schon sehr lange hier. Und ich habe einfach gemerkt, dass das Training viel ausmacht. Deswegen die 3 sind für mich vorne. Ok, donc pour les 3 pêcheurs de mon groupe qui se qualifieraient, je vais dire moi, ce qui est plutôt logique parce que je vais croire en moi et si on ne croit pas en soi, on ne peut pas y arriver. Donc moi, je pense que Luis aussi, il a des grosses capacités de passer. Et puis après, le vainqueur de l'année passée, hein, tout simplement. Marc, weil er sehr flexibel ist, sehr viele Varianten beherrscht und viele Methoden. Und daher denke ich mal, er hat sehr gute Chancen, wenn er so weit kommt, dann auch das Ganze zu rocken. Ja, es ist wirklich schwierig, eine Person zu nennen. Ich denke, Marc hat es verdient. Nach dem harten Fight letztes Jahr Geld setzen würde ich wahrscheinlich auf Dustin, weil die Quote da für mich spricht. Ja. Ich glaube, Dustin hat einen richtigen Lauf dieses Jahr. Ich würde Geld auf Dustin setzen. Ja, das ist eine Frage, die ich sehr, sehr schwer beantworten kann. Wer ist der Top-Favorit des Turniers? Es gibt sehr, sehr viele gute im Feld. Wenn ich mich auf 3 beschränken müsste, dann würde ich wahrscheinlich sagen Marc, Dustin und Veit. Wenn ich mich auf einen beschränken müsste, was mir wirklich nicht leicht fällt, dann wahrscheinlich Dustin. Alors mon favori, moi, c'est Frédéric Julien. Je l'ai vu à l'entraînement et je sais qu'il est capable de faire du beau résultat. Das ist richtig schwer. Verdammt viele gute Angler. Also für mich war eigentlich Simon Thorenbeck immer einer der Top-Favoriten, einfach wegen dieser Gewässerkunde hier in den Niederlanden. Ich bleibe dabei, dass der verdammt guter Angler ist und das machen könnte.